Ich mag Fußball und ich mag Videospiele. Was mag ich dann wohl auch? Genau, Videospiele über Fußball. Deswegen finde ich ein Spiel ganz gut: FIFA. Ja, genau das Spiel, in dem viele Leute zigtausend Euro in virtuelle Kartenpacks investieren und das somit stark dazu beigetragen hat, dass wir heutzutage mit einer unangenehmen Penetranz von Lootboxen und anderen Games-as-a-Service-Modellen bedrängt werden. Dennoch ist FIFA seit einigen Jahren für mich ein Spiel, das ich sehr gerne spiele. Und warum? Ja, wenn ihr mich mal zu Wort kommen lasst, dann sage ich es euch. Um vorne anzufangen, müssen wir einige Jahre zurückspringen und außerdem die Spielereihe wechseln. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich habe mir damals Pro Evolution Soccer, kurz PES 2010 zugelegt. Da meine ganzen DVDs aus der Zeit so runtergewohnt sind, dass sie von meinem Laufwerk nicht mehr erkannt werden, seht ihr hier irgendeinen PES-Teil. Damals hätte ich niemals gedacht, dass ich so viel Zeit in ein Fußballspiel stecken könnte, doch ich tat es. Und das noch nicht mal unbedingt auf dem Spielfeld. Ausgestattet mit einem umfangreichen Editor bastelte ich nämlich unzählige Spieler zusammen. So viele, dass ich irgendwann eine ganze Liga mit eigens erstellten Fußballern und Teams hatte. Ich brachte sogar meinen Vater dazu, dass er sich hinsetzte und ebenfalls seine eigenen Spieler erstellte. Mann, war das ein Spaß, wenn er wieder 3 komplett abgedrehte Leute gezaubert hatte und wir uns diese lachend anschauten. Ich bin froh, dass ich in einem lichten Moment alle Spieler per Screenshot für die Nachwelt festgehalten habe. So kann ich euch die besten Exemplare hier zeigen. Sind sie nicht wunderschön? Es waren so viele Spieler, dass es irgendwann sogar schwer fiel, sich neue Namen auszudenken, und mit dem Ziel, eine ganze Liga zu bestücken, fühlten sich diese Stunden im Editor zeitweise auch an wie Arbeit. Schlussendlich war es aber ein schönes Gefühl, den Karrieremodus mit meiner eigenen Mannschaft in meiner eigenen Liga zu spielen und alle Spieler irgendwie zu kennen. Dummerweise gab es keine Möglichkeit, meine Batterie an Spielern in den nächsten Teil von PES zu übertragen. Ich hätte dort also wieder von vorne anfangen müssen. 2 Mannschaften wurden zwar wieder erstellt, doch Bock hatte ich eher weniger, erneut so viel Zeit zu investieren. Ich musste also die anderen Spielmodi spielen, und da fiel mir dann irgendwann die größte Schwäche von PES auf: die fehlenden Lizenzen. Die Bundesliga fehlte und in England waren mit London FC und Co. irgendwelche Fantasievereine unterwegs. Und da ich damals zu blöd war, die von Fans entwickelten Mods zu installieren, schielte ich immer rüber zu FIFA, weil es diese Lizenzen dort alle gab. Ja, und dann kaufte ich mir FIFA 11 und war danach einige Zeit lang der Typ, der jedes Jahr von beiden jährlich erscheinenden Fußballspielen eine Version kaufte, obwohl sich an sich nicht viel tat. Aber es war schön, endlich mit den mir bekannten Mannschaften aus Deutschland zu spielen und unvorstellbare Dinge zu tun, wie den Meistertitel mit dem HSV zu gewinnen. Ich fand beide Spiele auf ihre Art gut und war nie in den von den Communities ausgetragenen Krieg involviert. Sollen die Leute doch spielen, was sie wollen. Nach diesen 2-3 Jahren, die vollgestopft waren mit Fußball, war ich langsam etwas müde, was Fußballspiele anging. PES hatte sich außerdem im Gameplay etwas verändert, wodurch ich nicht mehr ganz warm damit wurde. PES 2014 und FIFA 14 waren die letzten beiden Teile, die ich mir für längere Zeit anschaffen würde. Und während PES mit nur etwa 30 Stunden Spielzeit auf meinem Steam-Account verschimmelt, verbrachte ich im EA-Pendant deutlich mehr Zeit. Besonders im Ultimate Team WM-Modus, der irgendwann hinzugepatcht wurde. Da spielte ich unzählige Turniere gegen die KI, um Münzen zu sammeln, um meine Mannschaft so immer besser werden zu lassen. Leider sind die Server nicht mehr erreichbar, weswegen ich euch das Team nicht mal mehr zeigen kann. Danach war erstmal Schicht im Schacht. Mit FIFA 17 erlebte mein Interesse an dieser Art Spiel eine Wiedergeburt. Seitdem bin ich ein reiner FIFA-Spieler. Generell verbringe ich in FIFA die meiste Zeit im Einzelspielermodus. Das liegt unter anderem daran, dass ich ein unfassbar schlechter Spieler bin. Wenn man zu Rafter fragt, sagt er bestimmt was anderes, aber online bekomme ich eigentlich durchweg auf die Fresse. Ich habe wohl schon lange mein maximales Skill-Level erreicht und nicht die Lust, mich zu sehr anzustrengen, nur um ein paar mehr Prozent aus mir herauszuholen, damit ich am Ende mal eine Online-Partie gewinnen kann. Da bleibe ich doch lieber im Solo-Modus. Eine Mannschaft zu managen, die Taktik vorzugeben, Spieler zu kaufen und diese dann zu trainieren, um am Ende der Saison einen Europapokalplatz zu erreichen, ist eine tolle Vorstellung und wird in FIFA möglich. Dort kann ich mit meinem Lieblingsverein, dem FC Liverpool, und den Spielern, denen ich jeden Spieltag die Daumen drücke, spielen und ihnen so zu großen Titeln verhelfen, die in der Realität des Öfteren ausbleiben. Für Schalke-Fans ist das bestimmt umso besser. Ich kann Scouts losschicken, um potenziell interessante Spieler auszukundschaften, oder eine Jugendakademie für zukünftige Stars betreuen. Oder aber ich kaufe mir meine Wunschspieler, die ich gerne im Trikot meiner Mannschaft auflaufen sehen würde.
Am Anfang stellte ich die Schwierigkeit noch sehr niedrig ein und konnte so die ärgsten Konkurrenten mit 7:0 vom Platz klatschen und hatte Spaß dabei, mich durch die Abwehrreihen zu wursteln, ohne groß Gefahr laufen zu müssen, dass ich verlieren könnte. Mit der Zeit wurde das aber langweilig und ich steigerte den Schwierigkeitsgrad immer weiter und erhöhte die Verletzungshäufigkeit meiner Spieler, um ein halbwegs realistisches Szenario zu schaffen. Andere Spieler finden es bestimmt kacke, wenn in 2 aufeinanderfolgenden Spielen plötzlich die beiden Stammstürmer verletzt vom Platz müssen und einige Wochen ausfallen. Ich aber finde das spannend, weil ich dann reagieren und meine Taktik an diese Situation anpassen muss, wie die Trainer es im normalen Fußball ja auch machen müssen. So komme ich, FIFA 17 bis FIFA 19 zusammengerechnet, auf etwa 500 bis 600 Spielstunden alleine im Karrieremodus, meist mit Liverpool, aber auch mit anderen Mannschaften wie zum Beispiel Northampton Town, die ich den weiten Weg aus der 4. englischen Liga bis in die Premier League gehen ließ und so eine Bindung zu ihnen aufbaute. Da startet man mit einem Haufen Spieler, die man alle nicht kennt, verbringt aber mehrere Dutzend Spiele mit ihnen und lernt sie dadurch kennen. Ich erinnere mich daran, wie Hoskins in der ersten Saison Torschützenkönig wurde, in der zweiten Saison dann hauptsächlich Vorlagen machte und in der dritten meist nur noch kurze Einsätze bekam. Armer Hoskins. Wollte ich ihn verkaufen? Nein, denn ich verband ihn mit diesem Werdegang und wollte ihn dann in meiner Mannschaft haben, auch wenn ich bereits viel bessere Spieler für seine Position verpflichtet hatte. Anders als bei PES hat es mich bei FIFA aber noch nie in den Editor verschlagen. Vielleicht bin ich immer noch satt von damals. In meinem Video Das richtige Spielen sprach ich bereits etwas an, was auch gut an FIFA ist. Es ist ein Spiel, das ich gemütlich nebenbei spielen kann, während ich Podcasts oder Hörspiele anhöre, weil die einzige Story, die in diesem Modus passiert, nur in meinem Kopf stattfindet. Wenn ich nach einem anstrengenden Tag an meinem PC sitze und einfach entspannen will, greife ich deswegen meist zu FIFA, weil ich die Spielmechanik über die Jahre verinnerlicht habe und nur noch reagieren muss. Eigentlich klingt das langweilig, aber ab und zu braucht man mal diese Belanglosigkeit, damit man im Oberstübchen durchlüften kann. Ich will hier garantiert nicht sagen, dass FIFA perfekt ist. Oh nein. Es gibt so viele Dinge, die mich immer wieder aufs Neue aufregen. Seien es etliche Pfostenschüsse in einem Spiel, das dadurch unnötig und viel zu offensichtlich spannend gehalten wird, die immer gleichen News, die angezeigt werden und die Tatsache, dass sich seit Jahren im Karrieremodus nichts getan hat. Selbst der Gewinn der Champions League Lizenz führte nicht dazu, dass große Neuerungen hinzukamen. Der Modus stagniert und erhält lediglich ein Kader-Update mit jeder neuen FIFA-Version. EA legt gefühlt ihren gesamten Fokus auf den Ultimate Team Modus, den ich im Gegensatz zu vielen anderen ja nicht wirklich spiele. Klar, da springt ja auch das meiste Geld ab. Aber nicht von mir. Dennoch ist es schade, dass sich nichts tut und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein wenig ändert. Doch wirklich optimistisch bin ich da nicht. Warum ich trotzdem jedes Jahr aufs Neue wieder darauf reinfalle und das mitmache? Weil ich weiß, dass ich nichtsdestotrotz viel Spaß haben werde, egal ob es Neuerungen gab oder nicht. Und ich mir sicher sein kann, dass ich auch in den neuen Teil wieder 200 bis 300 Stunden stecken werde. Ich habe immer eine grobe Rechnung für Spiele. Wenn ich ein Spiel so viele Stunden spiele, wie ich Euro dafür ausgegeben habe, also 1 Euro für eine Stunde, ist es eine sehr gute Investition gewesen. Bei FIFA ging diese Gleichung immer sehr positiv aus. Selbst wenn ich die 100 Euro für Origin Access Premier nur wegen FIFA ausgegeben hätte, was nicht der Fall ist, hätte ich jetzt einen Wert von unter 50 Cent pro Stunde. Aber wie gesagt, wichtig ist in erster Linie, dass ich trotzdem Spaß habe und den habe ich. Wenn ich mal wieder mit dem FC Liverpool nach dem Titel greifen kann, im Finale der Champions League stehe und in den letzten Sekunden den Siegtreffer erziele, dann ist das ein toller Moment. Und darum spiele ich FIFA.